So Leute, wir fahren heute einen Schulbus, wieder eine Schwimmfahrt mit dem Citaro 44 von der Friedrich-Ebert-Schule zum Hallenbad nach Methler. Auf geht's! Im Vorfeld habt ihr ja schon gehört, wir fahren mit einem schönen Citaro Richtung Methler zum Hallenbad. Schulbus ist alles eingestellt, jawohl. Auch alles 30er Zone und rechts vor links und sowas alles. Wie gesagt, wenn ihr Schüler drin habt, immer schön Piano fahren. Hier an dieser Kreuzung müsst ihr links auch mal schön weit ausholen. Manchmal, da steht zwar Halteverbot und so, aber die stellen sich da trotzdem hin, wenn die hier wohnen oder so. Denen ist das egal. So, an dem Schuhcenter fahren wir rechts. Ihr kommt später von da hinten, aber nicht hier reinfahren, sondern weiter geradeaus fahren. Das erkläre ich euch aber bei der Rückfahrt. Wir konzentrieren uns jetzt mal für die Hinfahrt. In 10 Minuten ist das gegessen, also dürfte nicht länger sein wie 10 Minuten. 10 Minuten hin, 10 Minuten zurück. Manchmal kommen die auch nicht. Dann müsst ihr trotzdem alles einstellen, warten 10 Minuten. Nach 10 Minuten, wenn sich da nichts tut, dann könnt ihr wegfahren. Es wird registriert, ne? Und später, wenn man sagt, wenn man nur 2 Minuten gewartet hat und die kommen nach 3 Minuten raus, da kann man sich nicht rausreden, wow, ich habe doch 10 Minuten gewartet. Ne? Man kann das richtig auswerten, dass man weiß, wann man abgefahren ist, welche Türen man aufgemacht hat, ob man Leute reingelassen hat und so. Deswegen immer auf Nummer sicher gehen, 10 Minuten warten. Schon lange kein Citaro mehr gefahren, der fährt richtig gut. So einen alten C1er. Wenn ihr das Schild seht, Lüdenberg kam geradeaus und Methler Sportzentrum Kaiserau, ja, da müssen wir links. Den am besten vorbei winken, aber der fährt schon freiwillig vorbei, wenn da was steht. Ja, den müssen wir jetzt nicht unbedingt, ist großer Bogen, weil hinter mir ist ein Fahrzeug gewesen. Wenn ich den jetzt durchgewunken hätte, ne, und dann wäre ich sogar noch der Schuldige, weil ich habe so gesagt, und der rechts, da kommt noch einer. Ne? Deswegen lieber mit Handzeichen und so immer vorsichtig sein. So, hier habt ihr ein Schild, in 50 Metern LKW darf da nicht durch. Da wir ja kein LKW sind, können wir geradeaus fahren. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, die man hier links fahren kann. Ja, die fahre ich aber auf der Rückfahrt, zeige ich euch das auch. Hier fahre ich eigentlich ungern, weil das nachher eng wird und die parkenden Autos vielleicht stören können. Aber man kann, wie gesagt, einmal so lang fahren oder die Parallelstraße, die sehe ich hier nebenbei auch, oder so rum, ändert sich nichts. Wichtig ist, dass man heil durchkommt, ohne irgendwelche Macken woanders oder an seinem Bus zu machen und zeitnah, dass die Schüler eben halt Zeit genug haben zum Schwimmen. So, hier fängt Methler schon an. Ab hier auch 30er Zone.
Kann sein, dass das ein Blitzer ist hier vorne. Nein. Weil die haben nämlich auch meistens immer hier so graue Caddies. Das meinte ich. Manchmal ist das sogar noch extrem, dass die so komisch stehen. Und wenn ihr dann mit einem Gelenkbus oder so unterwegs seid, warum sich das Leben selber schwer machen? Hier zum Beispiel, ja, mit dem Solo kein Ding. So, und hier müssen wir dann links. Hier ist natürlich rechts vor links. Jetzt weiß keiner, wer will. Der hat normalerweise rechts, der wartet. Da warten wir auch auf den. Und links steht auch einer und der muss auf mich warten. So. Ja, und der wartet hier auf mich. Alles gut. So, an dem großen Kreisverkehr fahren wir geradeaus. Da steht es auch noch mal Sportzentrum Kaiserau. Und wenn wir die andere Strecke gefahren wären, dann würdet ihr von links hier kommen, dem Kreisverkehr dann eben halt die dritte rausfahren. Germaniastraße heißt das hier, okay. Ich bin froh, dass ich alles so schnell hier gelernt habe. Seht ihr, habe ich keine Probleme mehr. Viele Haltestellen gelernt. Wenn ich eine Haltestelle weiß, dann weiß ich sofort, wo rechts oder links geht. So, in diesem Kreisverkehr auch geradeaus. Links würde man dann zu Kaiserau Sportzentrum kommen. Dann vor dem Rewe am Kreisverkehr fahren wir die erste raus. Und halten auch schon direkt an der Haltestelle A hier an und lassen die Schüler raus und machen direkt die Rückfahrt. So, nachdem wir hier angekommen sind, zeige ich euch natürlich auch die Rückfahrt von Medler Hallenbad zur Friedrich-Ebert-Schule in Kamen. Hier ist auch alles rechts vor links, müsst ihr aufpassen. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, um von hier wegzukommen. Wenn ihr ortskundig seid, könntet ihr theoretisch geradeaus fahren, hintenrum dauert länger. Aber ich kenne das so, wie mir das gezeigt wurde. Hier an der Eichendorf-Schule. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Hier ist ja die Grundschule. Und hier sofort links. Und könnt dann theoretisch einmal um den Block hier so rumdrehen. Ist auch die kürzeste Strecke. Nur die stehen hier natürlich immer kreuz und quer. Hier muss man noch schön aufpassen. So, an diesem Kreisverkehr die dritte wieder raus. Die ist nicht allzu hoch, könnt ihr hier so umfahren, sonst passt das hier nicht mit dem Winkel. Deswegen haben sie den Kreisverkehr so flach gemacht.
So, hier standen wir ja vorhin. Hallenbad ist übrigens hier. Da laufen die immer von hier so da rein. Wir fahren geradeaus weiter. Im Prinzip so, wie wir gekommen sind. Auch weiter geradeaus am Kreisverkehr. Dann gibt es zwei Varianten. Hier müsst ihr aufpassen. Ich weiß nicht, wie die anderen das fahren. Der eine fährt so rum, der andere fährt so rum. Mir ist das so gezeigt worden. Das zeige ich euch, habe ich vorhin euch ja auch schon erklärt, warum. Sonst kommen wir ja von da hinten geradeaus. Wenn da mal gesperrt sein sollte, gibt es noch eine Alternative. Wir können hier rechts fahren. Ja, so fahre ich eigentlich immer. Im Grunde ändert sich da nichts. Ja, hier ist breiter. Hier hat man nicht die Gefahr, dass parkende Autos stehen. Und die Hinfahrt, wie wir gemacht haben, die ist genau auf der anderen Seite. Ja, also die Parallelstraße zu dieser Straße. Ändert sich so vom Kilometer her nichts. Nur hier kann man leichter fahren, besser fahren und hat keine Schwierigkeiten. Dann an der Kreuzung fahre ich immer links. Schön große, breite Straßen. Die fahren alle schön vorsichtig 50 hier, weil hier oft der Blitzer steht. Mir hat bis jetzt auch kein Lehrer gesagt, sie fahren aber falsch oder so. Wichtig ist, dass wir an der Schule ankommen. Und natürlich zeitnah, nicht über Paris und Rom irgendwie dahin fahren. Ich sage ja, der eine Busfahrer fährt so, der hat so beigebracht bekommen. Oder der kommt hier so klar. Ich komme mit beiden Seiten klar, aber hier ist einfacher zu fahren. Weil dazwischen ja auch keine Haltestellen sind, die wir anhalten müssen. Brauchen wir keine Angst haben, auch da stehen irgendwelche Kunden noch rum. Problematisch ist natürlich, wenn festgelegte Linienwege sind, wo Haltestellen dazwischen sind. Die kann man natürlich nicht einfach kreuz und quer fahren, wie man will. So, jetzt kommen wir wieder auf dieser Straße, wie wir auf die Hinfahrt gefahren sind. Stoppschild natürlich beachten. Hier wieder auf die Hauptstraße zurück, rechts Richtung Kamen.
Immer noch weiter geradeaus. Null Grad haben wir draußen. Wir haben heute den 12.12. schon. Und der Diesel kostet 1,72. Nach 5 Jahren, wenn ihr dieses Video euch das anschaut, dann könnt ihr sehen, wie teuer das war. Auf der Hinfahrt sind wir hier rausgekommen, hier bei dem Schuhcenter. Nicht wieder da reinfahren, dann stehen wir nämlich genau andersherum an der Schule. Wir müssen einmal komplett so rumfahren, dass wir auch an der Schule zum Ausstieg hin stehen. So, dann hier an diesem Holzladen oder Rewe, Getränkemarkt, wenn ihr seht, hier in die Widdinghofer Straße links reinfahren. Großen Bogen nehmen, weil die Insel hier ist ein bisschen eng da hinten, sonst kommt ihr da drauf. Und dann hier sofort links. An der Turnhalle ist das, glaube ich, was die hier haben. Hier links fahren. Und hier habt ihr das Schild gesehen, Schulbusse frei. Könnt ihr dann hier so an der Schule einfach direkt so am Tor, dann können die hier aussteigen. Und somit ist die Schwimmfahrt Friedrich-Ebert-Schule beendet. Man sieht sich wieder auf dem nächsten Video. Euer Mehmet Oe. Ciao Leute.